Magst du deine Kunststoffe glänzend, matt oder komplett nackt, also Natur? Mehr erfährst du in diesem Video. Kunststoffpflege ist ein Thema wie wenig andere, bei denen sich die Geister scheiden und die Meinungen kaum verschiedener sein könnten. Manche stehen auf ihre Kunststoffe richtig schön speckig glänzend, manche mögen sie seidenmatt und manche mögen sie auch einfach im natürlichen Look ohne jegliche optische Veränderung. Im Innenraum gehöre ich zu letzteren. Ich mag es wirklich, wenn der Kunststoff einfach so aussieht, wie er aussieht, ohne matt oder sogar glänzend zu werden. Aber ich bin ja nicht das Maß der Dinge, deswegen wollen wir in diesem Video mal besprechen und uns mal anschauen, wie die verschiedenen Sachen wirken. Im Innenraum wie auch außen, wobei wir im Innenraum, glaube ich, nur den Unterschied zwischen ohne und matt bzw. seidenmatt machen. Glänzen kommt bei mir eher nicht in den Innenraum. Starten wir mal durch, indem wir die Oberfläche schon mal abkleben. Ganz wichtig, die Kunststoffpflege reinigt auch leicht verschmutzte Oberflächen. Wenn jetzt extreme Flecken oder Schuhabrieb drauf ist, würde ich schon nochmal vorreinigen mit einem Allzweckreiniger oder Innenraumreiniger. Hier ist es aber nicht nötig. Wichtig, wie immer, gut schütteln. Und was ich ein ganz cooles Gimmick finde, zack, unten in der Kappe ist direkt ein Schwämmchen zum Auftragen mit bei. Ist relativ klein, also für das ganze Auto vielleicht ein bisschen anstrengend, aber funktioniert wunderbar. Und man hat gleich alles dabei, was man braucht, außer ein Mikrofasertuch. Das wäre noch separat. Im ersten Schritt tragen wir die Kunststoffpflege gleichmäßig und dünn, ist hier das Stichwort, auf. Also guck einfach, dass genug auf dem Schwamm ist und genug abgegeben wird, aber überflute den Kunststoff nicht mit Kunststoffpflege, dann könnte es fleckig werden und auch unangenehm in der Haptik, das brauchst auch gar nicht. Man kommt hier echt weit. Ich habe, glaube ich, für diese ganze Tür einmal einen Mini-Tropfen oder zweimal insgesamt, also einmal nachdosiert und habe damit die Tür soweit gemacht, aber experimentiere da einfach. Wenn du zu viel aufgetragen hast, wisch einfach gleich ab. Das lassen wir jetzt 5 Minuten einziehen, dann wischen wir nochmal mit dem Mikrofasertuch nach. Das nimmt die Überstände, die der Kunststoff nicht aufnehmen konnte, auf, macht die Oberfläche schön gleichmäßig und dann schauen wir uns einmal das Ergebnis an. Generell sollte man meiner Meinung nach eine hochwertige Kunststoffpflege nehmen. Wenn man diese ganz billigen Kunststoffpflegen oder Cockpit-Tücher nimmt, wird es erstens sehr speckig glänzend und die Oberfläche wird halt klebrig. Das heißt, Schmutz haftet leichter an. Gute Kunststoffpflegeprodukte wirken antistatisch. Das heißt, die Oberfläche zieht den Schmutz nicht so an, sie kann leichter gereinigt werden und sie fühlt sich auch einfach schöner an als bei so einem Billigprodukt. Gesagt, getan, neben ganz vielen anderen Sachen mit dem Mikrofasertuch abwischen und dann gucken wir mal, was da passiert ist. Wow. Ja. Ich glaube, wir sehen hier einen ganz starken Unterschied und natürlich ist das jetzt eine Farbvertiefung. Das ist ja der Sinn der Kunststoffpflege. Aber wenn man mal hier den Glanzgrad vergleicht, glänzt das tatsächlich nicht mehr. Also die Oberfläche ist wirklich matt. Gerade wenn man hier so ein bisschen Licht versucht einzufangen, ist es der gleiche Glanzgrad. Es ist hier nur farbvertieft. Also optisch kann ich verstehen, wer das gerne mag. Wie gesagt, ich habe meinen Kunststoff gerne in seinem Originalton. Was mir jetzt hier wichtig ist, und das gefällt mir im Innenraum doch gut, wir haben keine Glanzerhöhung, sondern nur eine Farbvertiefung. Deswegen finde ich, das ist ein Produkt, was gut für den Innenraum geeignet ist. Glänzend will ich ungern machen, werde ich jetzt ja auch nicht machen, weil es ein Kundenauto und wir wollen nicht, dass es hier aussieht, als hätten wir mit Speck-Cockpit-Tüchern durchgewischt. Zeigen wir euch dann im Außenbereich, wenn das Auto sauber ist. Damit geht es jetzt weiter. Wie versprochen sind wir jetzt im Außenbereich und zeigen dir auch da mal, wo wir eher matte Kunststoffpflege anwenden und wo wir eher Glänzen anwenden. Ich glaube, auf dem Bauteil könnte Glänzen sehr cool kommen. Wir machen jetzt hier mal einen direkten Vergleich, ungepflegt, matt, glänzend, ungepflegt. Und dann am Rest des Fahrzeugs werden wir dann entscheiden, ob wir komplett glänzen, komplett matt werden. Und dann nehmen wir euch noch mal ein bisschen mit. Ich würde sagen, ich klebe mal ab und dann geht's los. Das Prinzip ist hier genau das gleiche. Wir sind jetzt natürlich auf einem sehr kleinen Teil zum Testen, das heißt sehr, sehr wenig Produkt. Wir tragen hier in der Mitte rechts sozusagen einmal die matte Kunststoffpflege und in der Mitte links einmal die glänzende Kunststoffpflege auf. Lassen sie wirken und dann vergleichen wir mal die Oberfläche. In der Zwischenzeit kümmern wir uns mal um die anderen Kunststoffe außen. Ich nehme dafür die matte Kunststoffpflege, die hat mich im Innenraum schon überzeugt und ich glaube, die kommt auch außen gut. Auch hier verwende ich das Schwämmchen, damit komme ich auch gut hier so in schmale Ecken und mache erstmal schon mal die komplette Kunststoffpflege. Lass das vorne in der Zeit wirken und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder zum Vergleich. Unheimlich schwer einzufangen, muss ich sagen, hier in der Kamera. Also hier sieht es fast wie kein Unterschied aus. Man sieht aber, die Matte ist ein bisschen satter und etwas matter am Ende in der letzten Oberfläche. Wie gesagt, schwer jetzt hier in der Kamera einzufangen, müsst ihr mir einfach glauben. Ich finde, dass die glänzende ein bisschen fleckiger wirkt. Also von daher mein Tipp generell, matte Kunststoffpflege würde ich bevorzugen, aber das natürlich jedem selbst überlassen. Gerade für den Innenraum würde ich bei matt bleiben. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.